Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal habe ich vor, euch zwei Herbstdeko-Ideen mit Gläsern zu zeigen. Den Anfang wird jetzt dieses kleine Glas machen und das hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von in etwa 10 cm und der Durchmesser beträgt auch circa 10 cm. Ihr könnt aber auch genauso gut dafür ein Einmachglas verwenden. Ja, und im ersten Schritt werde ich um mein Glas ein Gummiband legen. Dann hat man es nachher auf jeden Fall schon mal einfacher. Und dann werde ich jetzt auch mal die Perspektive für euch wechseln, damit ihr das Ganze auch noch besser sehen könnt. Für dieses Glas werde ich nun Keulenmoos und Heide verwenden. Ich muss mir die allerdings jetzt noch zurechtschneiden. Ich schneide die aber immer erst nach und nach zurecht. Nicht, dass man nachher zu viel Material ja letzten Endes übrig behält. Aber es sieht echt interessant aus, das Keulenmoos. Hatte ich per Zufall im Gartencenter entdeckt. Ich hatte erst gedacht, man könnte das auch draußen hinpflanzen, aber das soll nicht wirklich winterhart sein. Ich muss auch gestehen, ich habe das zuvor noch nie im Gartencenter gesehen. So, bei der Heide auch erstmal peu à peu etwas abschneiden. Ich war erst am Überlegen, ob ich die hier verwende, aber ich glaube, die nehme ich nachher für das zweite Glas. Die ist jetzt immer noch übrig geblieben von vorherigen Projekten, also die hier, ne? So, jetzt hier mal eben Lucky Lucky. Glas ist am Start. Jetzt haben wir hier so ein paar unschöne Sachen, die schneide ich jetzt ab bei dem Keulenmoos. So, jetzt mache ich mir so ein kleines Bündel mit der Heide dann halt auch und dem Keulenmoos. Ich habe schon Sprachstörung, ja super, ne? Nein, dieses Unschöne auch bei der Heide nehme ich jetzt gleich auch weg. Und ich achte aber auch darauf, dass das hier oben nicht so gleichmäßig abschließt, im Gegensatz zu hier unten. So. Keulenmoos würde ich immer oberhalb von der Heide drauflegen und stecke das da einfach drunter. So, ich zeige es auch noch einmal. Keulenmoos ist am Start. So. Nehmen wir mal etwas Heide hinzu. Das hier, das gefällt mir persönlich jetzt nicht. Gummiband wieder anheben. Zack. Stellenweise schiebe ich das dann auch mal zusammen, damit das so richtig schön üppig da drumherum nachher ist. Aber ich denke, mit diesem Keulenmoos, die Idee ist gar nicht mal verkehrt. Ihr könnt natürlich auch die Heide verwenden, ne? Einfach die Farben, die euch halt gefallen. Ich werde jetzt auch noch die übrig gebliebene Heide einarbeiten. Ja, und die wird auch weiterhin unter das Gummiband hineingesteckt werden. Weil das jetzt aufzuheben, macht jetzt in meinem Fall ehrlich gesagt überhaupt keinen Sinn. Nun werde ich das Gummiband verstecken, weil das sähe jetzt so noch ein bisschen unschön aus. Ja, in vorherigen Videos hatte ich dann einfach Schnur genommen und um das Gummiband drumherum gewickelt, halt so lange, dass man das nicht mehr sehen kann. Aber ich habe mir jetzt dieses Mal gedacht, ich werde Bindedraht drumherum wickeln und dann wird das Gummiband wahrscheinlich abgeschnitten werden. Weil wenn der, der Bindedraht so richtig schön stramm dran sitzt, dann braucht ihr das Gummiband nachher nicht mehr. So, ich lasse jetzt hier auch ein gutes Ende von meinem Bindedraht so hinausschauen, damit ich nachher auch den Anfang wiederfinde. Und dann kann ich nämlich das Abgeschnittene wiederum an diesen angefangenen Draht drumherum friemeln. Ja, und dann gehen wir jetzt hier mal ein paar Mal drumherum. Das kann auch ruhig mal höher, mal tiefer sein, so wie ihr das halt leiden mögt. Hauptsache, ihr zieht den jetzt ordentlich stramm, diesen feinen Bindedraht, sage ich schon, diesen normalen Bindedraht, wie auch immer. So, und theoretisch gesehen müsste das Ganze jetzt halten. Ich muss das gar nicht abschneiden. Ich mache das einfach nach unten hin. Kann ich das ja aufheben. Und ich wickel auch hier unten entlang, damit das so richtig schön anliegend nachher an dem Glas alles dran ist. So, komm mal her, Gummiband. Sei so freundlich. Na, wieso wird es hier nicht ab? Danke. Den Bindedraht schneide ich jetzt ab und verfriemel den mit dem Anfang von meinem Bindedraht. Ich frage mich gerade, was mein Hund Imelda mal wieder hat. Ja, das ist immer so unser Hund, die, ja, ich sag mal, alles im Blick hat. Keine Ahnung, was die jetzt wieder sieht. So. Die überschüssigen Enden kann man jetzt auch abschneiden. So. Na, wo ist es da?
und da. So, jetzt kann man theoretisch gesehen, oder nicht theoretisch gesehen, wenn das jetzt hier zu lang hervorschaut, da unten, einfach abschneiden, das Überschüssige. Das Glas soll ja nachher auch gut stehen können. Ja. Mal gucken. Doch, das sieht cool aus. Ah, hier ist eine Heide abgeknickt. Ja, ist nicht schlimm, legen wir sie einfach dahin. So. Ja, und jetzt habe ich mir noch überlegt, ob ich mit der Heißklebepistole diese Bucheckern noch mit einarbeiten möchte. Die stammen aus dem letzten Jahr. Ihr könnt aber jetzt schon wieder anfangen, euch welche zu sammeln. Heißklebepistole, wo habe ich dich? Hier, unterm Tisch. Ach, ich denke, ich mache das. Ist irgendwie noch mal so ein kleiner Eyecatcher mit den Bucheckern. Ich finde die ganz niedlich. Das kriegt man auch nachher wieder vom Glas ab, ne? Wenn ihr jetzt das Glas erwischen solltet, müsst ihr dann halt nur vorsichtig abfriemeln, wenn das Ganze irgendwann mal wieder abgebaut wird. Fehlt nur noch ein kleines Teelicht und dann bin ich soweit fertig mit meiner ersten Deko. Ihr könnt natürlich auch eine größere Kerze hier hineinstellen, also macht einfach das, was ihr am schönsten findet. Aber ich finde, das sieht echt niedlich aus. Dich stellen wir mal beiseite. Ich überlege gerade, ob ich das Teelicht jetzt vielleicht doch wieder auspuste. Ja, ich denke, das mache ich mal gleich. Glas Nummer 2. Hier hatte ich mir jetzt auch schon ein Gummiband hingelegt. So, okay, Glas Nummer 2. Das kennt ihr auch schon aus anderen Videos, weil ich kaufe mir jetzt auch nicht jedes Mal die Gläser alle neu. Das hat eine Höhe von in etwa 25 cm und der Durchmesser in etwa, sagen wir mal so 14,5, so ganz grob jetzt gemessen. Da kommt jetzt auch wieder ein Gummiband drum. Und Pinky fällt gerade auf, sie sollte sich ja auch mal das Material dafür auf den Tisch holen. Auf jeden Fall kommt jetzt gleich die Heide da hinzu und noch andere Materialien. Und dafür braucht ihr auf jeden Fall einen feinen Bindedraht. Ich zeige euch mal den Unterschied. Ne, der hier, der ist deutlich dünner als dieser, ich sage jetzt einfach mal, normale Bindedraht. Ich muss jetzt mal eben überlegen, welche Farbe mein Draht haben soll. Ob ich jetzt diesen lila stichigen verwende oder doch einen anderen. Für das zweite Glas werde ich Reinfahren verwenden. Da muss ich allerdings auch noch die kleinen Blättchen entfernen, weil im Laufe der Zeit trocknet das Ganze ja nun mal ein und die Blätter sehen dann halt etwas unschön aus. Von daher die kleinen Blätter alle entfernen. Dann habe ich hier die Hülsen von einem Klatschmohn. Die stammen aus meinem Garten, sind auch im Laufe der Zeit eingetrocknet oder vielmehr die Samenstände vom Klatschmohn. Hagebutten habe ich auch am Start. Bei denen werde ich auch die ganzen Blätter schon entfernen, es sei denn, ihr findet Hagebutten, wo die Blätter schon gefallen sind. Aber Achtung, die haben Dornen. Die Blätter zupfe ich dann halt einfach so ganz easy ab. Die Blätter haben im Übrigen auch Dornen. So, Reinfahren haben wir, Hagebutten, Klatschmohn, Heide kommt mit hinzu. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht, ne? Nee, soweit, so gut. Mal eben hier alles abfriemeln. Wenn hier so ganz, ganz große Dornen dran sein sollten, es gibt aber auch nochmal so spezielle Messer für, könnt ihr das dann so wegmachen. Ich schneide es jetzt einfach mal manuell ab. Gummiband ist am Start, wird hier auch wieder hinuntergesteckt werden, aber jetzt nicht so dicht wie bei dem ersten Glas, sondern das Ganze halt fledderiger. Stellenweise muss ich das hier auch noch etwas einkürzen, weil ich will das jetzt nachher nicht hier alles auf gleicher Höhe haben, so wie jetzt gerade zum Beispiel. Und dann werde ich das Ganze jetzt mal für euch beschleunigen. Und dieses Mal bleibt aber auch das Gummiband nachher nicht da drum. Letzten Endes dient dieses Gummiband jetzt auch nur als Befestigungshilfe. Ja, und jetzt nehme ich meinen feinen Bindedraht und befestige den schon mal an meinem Glas. Ich würde da jetzt auch wirklich vorzugsweise diesen feineren Bindedraht für verwenden, weil den könnt ihr besser stramm ziehen als den dickeren Bindedraht. Verfricke das jetzt hier mal eben miteinander, damit das schon mal hier gut dran sitzt. Verfrieme das vielmehr oder verfricke, wie auch immer. Okidoki, jetzt muss man das Ganze hier noch etwas justieren. Das soll jetzt hier nicht hinunterfallen. Ja, und dieses Gummiband wird jetzt nachher auch abgeschnitten werden. Und dann wickele ich jetzt wirklich hier mal so grob mit dem Bindedraht drumherum. Vor allem an den Stellen, wo es halt nach unten hin fallen möchte. Gleich werde ich auch noch mehr Material einarbeiten, aber schon mal das erste hier schon mal, ich sage jetzt mal justieren.
Die Heide dann auch mal wieder nach oben machen, auch hier diesen reinfahren. Hier unten darauf achten, dass das hier so einigermaßen gut an dem Glasboden abschließt. Das sieht dann immer schöner aus, als wenn das jetzt hier irgendwo enden würde, aber jetzt wirklich nur so grob. Das muss jetzt nicht zu 100% sein. Das hier könnt ihr im Zweifel auch dann einfach mal zu zweit machen, weil ich muss selber zugeben, ist wirklich etwas friemelig. Dann will ich das Gummiband jetzt mal lösen. Ich hoffe, das hält auch alles. Ha, Gott sei Dank, es bleibt dran sitzen. Gehe hier nochmal drum herum. Ja, und wer möchte, der kann jetzt auch noch mehr Material einarbeiten. Das werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Allerdings, wie bereits schon erwähnt, nicht so viel wie bei diesem Glas. Aber wer meine Videos schon länger schaut, der weiß, ich übertreibe auch mal ganz gerne. Kann man jetzt auch schon stellenweise einfach unter diesen Draht legen. Wobei, da möchte ich jetzt eigentlich den Klatschmohn haben oder den Samenstand vom Klatschmohn. Dann wieder festwickeln mit dem Bindedraht. Ich drehe jetzt das Glas immer. Bei den Hagebutten gehe ich mit meinem feinen Bindedraht auch mal so dazwischen entlang, damit sie halt noch anliegender nachher an meinem Glas dran sind. Das mache ich auch mit dem Reinfahren so. So, wo haben wir denn hier welchen? Ah, hier auf der Rückseite. Einfach mal etwas auseinandernehmen und mit dem Bindedraht festwickeln. Da könnt ihr jetzt auch ruhig ordentlich drumherum wickeln. Und wenn ihr meint, stellenweise einfach jetzt auch noch Material einarbeiten, könnt ihr dann stellenweise auch unter diesem Draht einfach hineinstecken und dann festwickeln. Aber ein paar Runden werde ich jetzt hier auch noch machen mit dem Bindedraht. Und ja, dann wollen wir das hier mal wieder für euch beschleunigen. Wenn ihr jetzt Stellen haben solltet, wo der Draht nicht so stramm dran ist, wie ihr das gerne hättet, auch dann so verzwirbeln, ne? Dann sieht man das nachher nicht mehr. So, mal eben gucken. Ja, noch mehr werde ich jetzt an diesem Glas hier nicht machen, außer, fast vergessen, einfach irgendwie einfach eine Kerze hier noch platzieren. Ich hatte erst überlegt, ob ich da noch Sand einstreuen möchte. Werde ich jetzt allerdings nicht machen. Ich finde, so macht das Ganze jetzt schon mal einen richtig niedlichen Eindruck. Und ich habe hier noch einen Rest reinfahren. Fahren. Ja, den legen wir mal beiseite. Der kann dann ja eintrocknen. So rum. Ne, ich finde, das sieht echt cool aus. Also beide Gläser. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, welches ich persönlich besser finde. Wobei, das hier ist ja jetzt letzten Endes noch mal knalliger als das hier. Aber ich finde sie beide süß. Ist ja sowieso immer letzten Endes alles Geschmackssache. Ich habe jetzt glatt vergessen, eine Sache noch mit einzuarbeiten, und zwar diese goldenen Blätter von einem japanischen Zierahorn. In einem der vorherigen Videos hatte ich euch ja auch gezeigt, wie man das machen kann. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das so lassen würdet, mit diesen goldenen Blättern, oder ob ihr die lieber hinausnehmen würdet. Andererseits so ein bisschen Glamour, ist auch nicht schlecht. Ich finde die so schön. Die kann man auch aufheben für, wie heißt es, Weihnachtsdeko, Adventsdeko. Doch, die müssen da mit rein. Ich werde auf jeden Fall noch mehr davon herstellen. Ich finde die so schön. Doch, auch in Gold. Ich hatte erst noch überlegt, ob die nicht besser in Silber ausgesehen hätten, aber in Gold finde ich die mega cool. Ne, die können ruhig Gold sein, das passt besser. Jetzt bin ich aber auch definitiv fertig mit meinen beiden Gläsern, und das ganze benötigte Material für die Gläser findet ihr auch wie üblich in der Videobeschreibung. Ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach. Bye!